Was würdest du tun, wenn sich dein Land auf dem Weg zu einer Diktatur befände? Wenn du sähst, wie ein Mann zu viel Macht erlangt, würdest du versuchen, ihn zu stoppen? Selbst wenn er einer deiner engsten Freunde und Verbündeten wäre? Diese Fragen beschäftigten den römischen Senator Marcus Junius Brutus im Jahr 44 vor Christus, dem Jahr, in dem Julius Caesar ermordet wurde. Widerstand gegen ungezügelte Macht war für Brutus auch eine persönliche Angelegenheit. Er behauptete, ein Nachfahre von Lucius Junius Brutus zu sein, der geholfen hatte, den tyrannischen König Tarquinius Superbus zu stürzen. Aber anstatt selbst die Macht zu ergreifen, führte Brutus das Volk an und schwor, nie wieder einen König regieren zu lassen. So wurde Rom zur Republik, mit dem Prinzip, dass niemand mehr zu viel Macht erlangen sollte. 4,5 Jahrhunderte später war dieses Prinzip jedoch bedroht. Julius Caesars Aufstieg zum mächtigen Konsul war dramatisch gewesen. Jahre der militärischen Triumphe hatten ihn zum reichsten Mann Roms gemacht. Nach dem Sieg über Pompeius Magnus in einem erbitterten Bürgerkrieg war er auf dem Höhepunkt seiner Macht. Seine Siege und Initiativen, wie die Landvergabe an Arme, hatten ihn beim Volk beliebt gemacht, und viele Senatoren buhlten um seine Gunst, indem sie ihn mit Ehrungen überhäuften. Es wurden Statuen errichtet, Tempel gewidmet und sogar ein Monat nach ihm benannt, der auch heute noch Juli heißt. Noch wichtiger, der Titel Diktator, der in Kriegszeiten vorübergehende Notstandsbefugnisse gewähren sollte, wurde Caesar mehrmals hintereinander verliehen. Und im Jahr 44 vor Christus wurde er zum Dictator perpetuo ernannt, zum Diktator auf unbegrenzte Zeit. All das war zu viel für die Senatoren, die eine Rückkehr zur Monarchie befürchteten, für deren Abschaffung ihre Vorfahren gekämpft hatten, und auch für diejenigen, deren Macht und Ambitionen durch Caesars Herrschaft geschmälert wurden. Eine Verschwörergruppe, die sich selbst die Liberatoren nannte, plante heimlich ein Attentat. Angeführt wurden sie vom Senator Gaius Cassius Longinus und dessen Freund und Schwager Brutus. Für Brutus war es nicht leicht, sich der Verschwörung anzuschließen. Obwohl er im Bürgerkrieg auf Pompeius Seite gewesen war, hatte Caesar persönlich interveniert, um sein Leben zu retten. Er begnadigte ihn nicht nur, sondern machte ihn sogar zum engen Berater und beförderte ihn in hohe Ämter. Brutus zögerte, sich gegen den Mann zu stellen, der ihn wie einen Sohn behandelt hatte, aber am Ende siegten Cassius' Beharrlichkeit und Brutus' eigene Angst vor Caesars Ambitionen. Der Moment, auf den sie gewartet hatten, kam am 15. März. Bei einer Senatssitzung, kurz bevor Caesar zu seinem nächsten Feldzug aufbrechen sollte, umzingelten ihn an die 60 Verschwörer, zogen Dolche aus ihren Togen und stachen von allen Seiten auf ihn ein. Der Legende nach kämpfte Caesar erbittert, bis er Brutus sah. Trotz des berühmten Satzes »Und du, Brutus« von Shakespeare, wissen wir nicht, was Caesars tatsächliche letzte Worte waren. Manche Quellen behaupten, er habe nichts gesagt, während andere den Satz »Und du, Kind« überliefern, was Spekulationen nährt, dass Brutus Caesars unehelicher Sohn gewesen sein könnte. Alle sind sich jedoch einig, dass Caesar, als er Brutus sah, sein Gesicht bedeckte, den Widerstand aufgab und zu Boden sackte, nachdem 23 Mal auf ihn eingestochen worden war. Zu Brutus' Leidwesen hatten er und seine Mitverschwörer Caesars Beliebtheit beim römischen Volk unterschätzt, das ihn größtenteils als kompetenten Anführer und den Senat als korrupte Adelsklasse sah. Nur wenige Augenblicke nach Caesars Tod verfiel Rom in Panik. Die meisten der übrigen Senatoren flohen, während sich die Attentäter auf dem Kapitolshügel verschanzten. Mark Anton, Caesars Freund und Mitkonsul, gewann schnell die Oberhand und hielt einige Tage später bei Caesars Beerdigung eine leidenschaftliche Rede, die die Menge in Trauer und Wut versetzte. Daraufhin wurden die Liberatoren aus Rom vertrieben. Das daraus resultierende Machtvakuum führte zu mehreren Bürgerkriegen, und Brutus nahm sich angesichts der sicheren Niederlage das Leben. Ironischerweise war das Endergebnis das Gegenteil von dem, was die Verschwörer zu erreichen hofften: das Ende der Republik und die Konzentration der Macht beim Kaiser. Die Meinungen über Caesars Ermordung waren von Anfang an geteilt und sind es bis heute geblieben. Nur wenige historische Figuren haben ein so kontroverses Erbe hinterlassen wie Brutus. In Dantes Inferno steht er mitten in der Hölle
und wird von Satan persönlich auf ewig für sein Verbrechen des Verrats zerkaut. In Swifts Gullivers Reisen hingegen wird er als einer der tugendhaftesten und gütigsten Menschen beschrieben. Die Interpretation von Brutus als selbstlosem Kämpfer gegen die Diktatur oder opportunistischem Verräter hat im Wandel der Zeit ständig gewechselt. Doch selbst heute, über 2000 Jahre später, sind die Fragen nach dem Preis der Freiheit, dem Konflikt zwischen persönlicher Loyalität und universellen Idealen sowie deren ungewollten Folgen aktueller denn je. TED-Ed arbeitet daran, hochwertige Bildungsinhalte für so viele Menschen in so vielen Sprachen wie möglich kostenlos anzubieten. Unterstütze unsere gemeinnützige Arbeit mit einer Spende auf Patreon und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren.